Eine Montagehalle am Stadtrand von Wien. Januar 1945. Die Alliierten drängen von Westen. Die Rote Armee nähert sich von Osten. Und in dieser Halle, in den Heinkel-Werken in Schwechat, liegen Rumpfteile auf dem Boden. 4 Triebwerksgondeln, noch nicht montiert. Konstruktionspläne in Ordnern, sauber beschriftet, fein säuberlich abgeheftet. Ein Bomber, der nie abheben durfte. Deutschland hat ihn gestoppt, nicht weil er schlecht war, nicht weil er nicht funktioniert hätte, sondern weil das System ihn nicht mehr wollte. Und während die Bauteile kalt auf dem Boden lagen, rückt jemand anderes näher. Die Heinkel He 343 hat nie für Deutschland gekämpft, aber geflogen ist sie trotzdem, auf ihre eigene Art, in einem anderen Land, unter einer anderen Flagge. Das ist ihre Geschichte. Was hier passiert, ist mehr als ein weiteres Papierprojekt aus dem Dritten Reich. Es ist die Geschichte, wie eine Nation eine Waffe fast fertig entwickelt und sie dann dem Feind überlässt. Nicht durch Spionage, nicht durch Verrat, sondern einfach, weil man sie nicht mehr haben wollte. Und weil jemand anderes genau im richtigen Moment die Tür aufstieß. Zurück an den Anfang. Januar 1944. Der Krieg läuft bereits 4 Jahre. Die Alliierten haben die Initiative, die Ölversorgung bricht unter dem Bombenteppich ein und über Deutschland fliegen täglich Bomberverbände, die kaum noch aufzuhalten sind. Die Lage ist kritisch, nicht nur militärisch, sondern auch industriell. Wer jetzt noch ein neues Flugzeug entwickeln will, hat dafür noch etwa 1 Jahr Zeit. Vielleicht. In dieser Lage sitzt Oberstleutnant Siegfried Kneemeyer im Reichsluftfahrtministerium und rechnet nach. Kneemeyer ist der Mann für Technik und Entwicklung im RLM, einer der wenigen dort, der versteht, was Strahltriebwerke wirklich bedeuten, und er sieht präzise, was fehlt. Einen schnellen, 4-motorigen Jetbomber. Kein Begleitschutz, kein Radar, das rechtzeitig warnt. Nur Geschwindigkeit und Höhe als einziger Schutz. Er lädt 2 Firmen ein, Heinkel und Junkers. Crash-Programm. Entwicklungszeit 1 Jahr, serienreif bis Mitte 1945, kein Spielraum, keine Rückfragen, keine langen Diskussionen. Deutschland braucht das Flugzeug. Jetzt. Ernst Heinkel nimmt den Auftrag an. Sein Team in Wien weiß sofort, wo es anfängt. Die Arado AR 234 hat sich bewährt. Sie fliegt, sie ist erprobt, sie ist der erste einsatzfähige strahlgetriebene Bomber der Luftwaffe überhaupt. Nur, ihr fehlt die Masse. Maximal 1,5 Tonnen externe Bomben, kein interner Bombenraum in den frühen Varianten, zu geringe Reichweite für strategische Missionen. Sie ist brillant, aber zu klein für das, was jetzt gebraucht wird. Also nehmen die Heinkel-Ingenieure diese Konstruktion und vergrößern sie systematisch. Spannweite um 1/4 größer, Flügelfläche um mehr als die Hälfte, Rumpf tiefer und breiter, Platz für 2 Mann in einer Druckkabine und einen vollwertigen Bombenraum im Bauch. Die Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug, kurz DFS, liefert aerodynamische Voruntersuchungen und Windkanalmodelle. Die Zusammenarbeit läuft reibungslos. Warum kein Pfeilflügel? Die Ingenieure rechnen nach. Er hätte gerade mal 30 km/h mehr gebracht, aber Monate Entwicklungszeit gefressen und das Risiko erhöht. Gerade weil die He 343 praktisch ohne gründliche Erprobung in die Serienproduktion gehen würde, wollte man das Risiko so klein wie möglich halten. Bei einem Programm, das in 12 Monaten serienreif sein muss, zählt Pragmatismus mehr als Eleganz. Das Projekt bekam intern den Namen Strabo 16, Strahlbomber, 16 Tonnen Startgewicht. Das RLM bestellt 20 Maschinen, inklusive Prototypen. Im Februar 1944 beginnen die Konstruktionsarbeiten. Was auf dem Papier entsteht, kann sich mehr als sehen lassen. 4 Triebwerke, einzeln unter den Flügeln hängend. Zunächst die bewährten Jumo 004, später die deutlich leistungsstärkeren Heinkel He S 011. Die Bauweise ist klug. Jedes Triebwerk hängt für sich, lässt sich einzeln tauschen, fällt eines aus, bleiben 3 übrig. 18 Meter Spannweite. Eine verglaste Bugkanzel für Pilot und Navigator, hermetisch abgedichtet, mit Druckluftversorgung für große Höhen. Und eine Dienstgipfelhöhe, bei der man zweimal hinschaut. 15.000 Meter mit dem He S 011 Antrieb. Das ist Stratosphäre. Dort oben gab es 1944 kein alliiertes Serienflugzeug, das mithalten konnte. Die Flak?
weit unten. Die Jäger zu langsam, um heranzukommen. Höchstgeschwindigkeit 910 km/h, schneller als die AR-234, schneller als nahezu alles, was die Gegenseite in der Luft hatte. Bombenlast 3 Tonnen, 2 davon intern im Bombenraum, eine extern unter den Tragflächen. Und für besondere Missionen die Fritz X, eine ferngesteuerte Gleitbombe, die ein drittes Besatzungsmitglied per Funk ins Ziel lenkte. Schiffe, Brücken, gehärtete Anlagen, zudem 4 Varianten: Schnellbomber, Aufklärer und 2 Zerstörerversionen als schwere Jäger. Die Idee dahinter war einfach und brutal. Die alliierten Bomberverbände flogen in engen Formationen mit schwerer Schutzbewaffnung. Konventionellen Jägern kostete es enormen Preis, dort hineinzukommen. Aber ein Jetzerstörer mit 4 30-mm-Kanonen vorn, der mit 800 Sachen durch eine Formation schoss und wieder verschwand, bevor die Bordschützen reagieren konnten, das war ein anderes Kalkül. Das war kein Nischenprojekt, das war eine Plattform für alles, was die Luftwaffe noch brauchte. Heinkel hatte dabei einen direkten Konkurrenten. Junkers brachte die Ju-287 ins Rennen. Einen Bomber mit Vorwärtspfeilflügeln. Ein radikales Konzept, aerodynamisch interessant, aber komplex, teuer in der Entwicklung und mit erheblichem Erprobungsrisiko verbunden. Heinkel spielte genau dagegen. Einfachheit, bewährte Basis, geringere Materialkosten, kürzere Entwicklungszeit. Ernst Heinkel selbst fuhr zum RLM und argumentierte vor den Entscheidern. Er legte Zahlen auf den Tisch und wies nach, dass seine Werke bis Juli 1945 bis zu 200 Maschinen liefern könnten. 200 Stück. Das war keine leere Behauptung. Ende 1944 waren die Konstruktionsarbeiten nahezu abgeschlossen. Bauteile lagen fertig in der Halle. Der Prototypbau hatte begonnen. Und dann kam das Jäger-Notprogramm. Im Sommer 1944 hatte sich die Lage so weit verschlechtert, dass Berlin eine Grundsatzentscheidung traf. Keine Bomber mehr, keine Offensive, keine langen Entwicklungszyklen. Nur Jäger, nur Verteidigung. Das Programm erfasste alle Bomberprojekte, denen nicht unmittelbar der Serienstart bevorstand. Rohstoffe, Arbeitskräfte, Fabrikkapazitäten, alles wurde umgelenkt. Die He 343 stand auf der Liste. Ernst Heinkel fuhr erneut zum RLM. Er kämpfte, er rechnete vor, er bat. Nichts davon half. Der Auftrag für die 20 Maschinen wurde aufgehoben. Die Fertigung eingestellt, die Unterlagen eingefroren. Die He 343 war nicht gescheitert, sie war gestoppt worden. Ein Unterschied, der im Rückblick schwerer wiegt, als er damals wirkte. Übrigens, das Flugzeug, auf dem die He 343 aufbaute, die Arado AR-234, haben wir bereits auseinandergenommen. Wie sie flog, was sie wirklich konnte und warum auch sie am Ende zu spät kam. Den Link findest du jetzt oben rechts oder unten in der Beschreibung. Frühjahr 1945. Die Rote Armee steht vor Wien. Die Heinkel-Werke in Schwechat liegen direkt im Vormarschgebiet. Und in diesen Hallen lagern die Überreste der He 343. Vollständige Konstruktionspläne, fertige Bauteile, technische Berechnungen, aerodynamische Windkanaldaten. Alles, was von einem Bomber geblieben ist, den sein eigenes Land nicht mehr haben wollte. Die sowjetischen Kräfte sichern das Gelände systematisch. Was sie finden, nehmen sie mit. Pläne, Berechnungen, Bauteile und das vollständige Konzept eines Bombers, der auf dem Papier über dem besten stand, was die Alliierten selbst zu diesem Zeitpunkt in der Luft hatten. In Moskau beginnen die Ingenieure zu arbeiten. Iljuschin bekommt den Auftrag. Ein sowjetischer Jetbomber soll entstehen, unter Auswertung der deutschen Unterlagen, angepasst an sowjetische Anforderungen. Mehr Besatzung, andere Triebwerke, größere Abmessungen, aber dieselbe Grundidee. Schnell, hoch, mit Bombenraum und 4 Strahltriebwerken. Die Sowjets haben nicht einfach kopiert. Sie haben verstanden, was die deutschen Ingenieure gelöst hatten, und bauten darauf auf. Am 24. Juli 1947 hebt die Iljuschin IL-22 ab. Erster Jetbomber der Sowjetunion, kein Serienkandidat. Dafür fehlt es an Schub und Zuverlässigkeit. Die IL-22 bleibt ein Prototyp. Aber er fliegt, er beweist, dass es funktioniert und er trägt alle Erkenntnisse direkt in das nächste Projekt. Die Iljuschin IL-28.
Eingeführt 1950, dreiköpfige Besatzung, 2 leistungsstarke Strahltriebwerke, 1 Tonne Bomben, robust, zuverlässig. Und ein Produktionserfolg, den man in Deutschland 1944 nie hätte vorhersehen wollen. 6.731 Stück gebaut. Eingesetzt in der Sowjetunion, in China, in Ägypten, in Nordkorea. Jahrzehntelang Rückgrat des Ostblocks. Einer der meistgebauten Jetbomber des 20. Jahrhunderts. Und ein direkter Nachkomme jener Idee, die in einer Wiener Montagehalle auf ihre zweite Chance gewartet hatte. Das Flugzeug, das am Ende die Welt prägte, begann als Konzept in Schwechat, als ein Bomber, den Deutschland selbst weggeworfen hatte. Die Heinkel He 343 steht in keinem Museum. Es gibt kein überlebendes Exemplar, kein Siegerfoto, keinen Abschlussflug. Nur Zeichnungen, Modelle und Berechnungen und das stille Echo in 6.731 Maschinen, die auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs flogen. Was diese Geschichte hinterlässt, ist eine schlichte Erkenntnis. Manchmal entscheidet nicht, wer die beste Idee hat, sondern wer sie am Ende zu Ende bringt. Die Heinkel-Ingenieure hatten die Idee, die Ministerien den Schlüssel, und als der Schlüssel weggeworfen wurde, hob ihn jemand anderes auf und baute damit 6.731 Türen auf. Wenn dir das heute etwas gegeben hat, einen Gedanken, eine neue Perspektive, echtes Staunen darüber, was Geschichte manchmal mit sich trägt, dann freuen wir uns über ein Abo. Es kostet nichts und hilft uns, solche Geschichten weiterzuerzählen. Welches Flugzeugprojekt sollen wir als nächstes auseinandernehmen? Schreib es in die Kommentare.